elderly gentleman gave to me, and I gave him a can of Iron Brew that I had in my bag. So yeah, and he actually has walked. Ja. Yeah. Ich hoffe nicht, dass es The whole Berliner Mauer, Aber all wenn es of so, it, warum nicht? 7 times. And Da he's muss in man his in Bewegung 8th bleiben. time while I'm recording this right now. Ja, genau. Yeah, I'm gonna need this fan a lot, don't I? I mean, that's really big. Das weiß, It might look small because it's my hand here, but it's huge. I'm like, you can actually see how the Berliner Wall went along around West Berlin and not East Berlin. And this, I think, is really handy. We could have used this a couple of days ago because, yeah, it was really funny, but still annoying. We could have used this because the phone was almost dead. We were trying to find our way, but could not. So this would have really helped us. So this we'll never forget. And then it has like lots of interesting facts. Here's more. Ich sage, wenn ich Zeit habe und Lust, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich einen Teil des Weges und 15 oder 20 Kilometer und dann gehe ich wieder auf öffentlichen und fahre heim. Und das nächste Mal, dann fange ich da wieder an, wo ich aufgehört habe. 50 Kilometer? Ja, warum ich nicht? schaffe nur 5 am Tag. Das ist ja der Anfang. Du fängst jetzt mit 5 an und das nächste Jahr dann machst du 10. Und dann machst du 15. Ja, warum nicht? Bist du schon um die Mauer weggekommen? Ich habe den schon 7 Mal geschafft, bin jetzt das 8. Mal auf dem Weg. Wow, das ist ein Weltrekord. Und wie oft wirst du es noch machen? So 1000 Mal? Oh, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn ich Lust habe, dann gehe ich vielleicht einmal im Jahr. Ja. Versuche es einmal im Jahr. Ja. So, man muss nur in Bewegung bleiben. Ja, irgendwann muss man ja auch so ein Ja, bisschen genau. Wie viele Tage dauert das insgesamt, wenn du jeden Tag so 15 Kilometer machst? Nein, nicht jeden Tag. Wenn ich Zeit habe, es kann einmal in der Woche, Wochentag, am Samstag oder einen Wochentag. Oder wenn ich Zeit habe und Lust, dann gehe ich. Ich habe nicht einen bestimmten Tageslauf, dass ich jeden Tag gehe. Wie oft dauert es ungefähr? So 3 Monate, 5 Monate? Wie gesagt, da ist keine Zeit. Das kann in 6 Monaten sein, es kann auch in 9 Monaten sein. Also ich habe da nicht so einen Plan, dass ich regelmäßig auf dem Weg bin, wenn ich Lust und Zeit habe. Oder wenn man manchmal ganz müde ist und, wie sagt man auf Englisch, down ist. Down. Ja. Down in the dumps. Ja, dann ist es gut, wenn man sich auf den Weg macht und dann ist man wieder frisch. Ja, dann muss man wieder sportlich. Sportlich, jawohl. Ja, und irgendwann mal. Dankeschön für das Interview heute. Ich danke dir. Bin froh, dass so Jugendliche sich auf den Weg machen mit der Mama. Kamerafrau. Kamerafrau. Auf den Weg machen und auch den Weg gehen. Und ich freue mich, dass du auch geschichtlich interessiert bist, über die Trümmerfrauen informiert hast, jetzt über den Mauerweg, die Geschichte dahinter. Und noch wichtiger, erinnern, aber dafür sorgen, dass es nicht wieder geschieht. Das ist das Wichtigste. Ja, vielleicht gibt es das nicht mehr in so 1000 Jahren. Na, Menschen sind der Mensch, das hat meine Lehrer gesagt. Und das kann immer wieder geschehen, wenn man nicht aufpasst. Ja, da muss man immer wieder Geschichte lernen. Ja, und lernen und wenn eine falsche Entwicklung ist, auch was dagegen tun. Ja, man muss auftreten für eine bessere Welt. Ja, weil Menschen sind also immer fast gleich und dann passiert immer das wieder. Ja, genau. Aber wenn man nicht weiß, was passieren würde. Ja. Menschen haben, jeder Mensch hat was Gutes in sich und mein anderer. Jeder hat auch was nicht so gut ist. Und das Gute muss man unterstützen und
auch was da in der Welt passiert, muss man ja da auftreten für das Gute. Und ihr macht das ja. Youth for Friday, wie heißt es? Fridays for Future. Wie sich da einsetzt, ist ja wunderbar. Ja. Ich finde es schön, dass hier so viele Bäume sind. Oh, wunderbar. Das ist ja Berlin. Berlin ist ja, ich habe gehört, 43% der Area von Berlin ist grün, Wasserseen, Parks, das ist praktisch die Hälfte. Mhm. Ja, und Kinderspielplätze. Und Kinderspielplätze. Das ist am wichtigsten. Nein, das Wichtigste ist die Kinder auf dem Spielplatz. Ja, stimmt. Auch schön, euch getroffen zu haben. Diese Yeah. And also, it's a very nice town. Wait. And you can still walk the Berliner Wall at the exact same time as watching Mother Nature, instead of just watching the Berliner Wall. So yeah. I like this. So remember to visit the Berliner Wall and other things in Berlin. Don't just go for the most famous. I think one of the most famous parts of the Berliner Wall is actually Warschauer Straße, right next to the train station, which I mentioned in my other video of the two Berlins. So if you haven't watched that, check that out. It's on my channel. Yeah, so go watch it. So this road that we're walking along, this one right here, they use this so they can bring army trucks or trucks along here that they use to patrol the berlinermauer, so nobody would come over, and if so, they'd probably be shot with them or caught and sent to prison or something. I don't know. But I learned something from my channel. So like and subscribe, and maybe you'll learn something too. It's very warm today, so don't do it.